Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trails in the Sky SC, das zweite Kapitel dieser wirklich wunderbaren Reihe. Mittlerweile ist es schon fast schon wie so ein Werbeslogan, ne? Wir haben letztes Mal eine Menge Nebenmissionen geschafft und eigentlich wollte ich jetzt mit der Hauptstory weitermachen. Mir sind aber noch zwei Sachen eingefallen, die wir noch nicht gemacht haben. Das eine ist, das habe ich völlig übersehen, das ist so eine Art Nebenquest, aber auch nicht wirklich. Ich glaube, man würde maximal ein Achievement oder sowas kriegen. Also wirklich nicht viel. Aber wir wollen das machen, weil das hat auch Auswirkungen, oder ja, nicht wirklich Auswirkungen, aber es macht zumindest sich auch noch später sehr doll bemerkbar. Und deswegen bin ich stark dafür, wir machen das. Wir gehen nämlich einmal zum Sanctheim Gate. Das ist dieses Tor direkt an der Hauptstadt. Und da gehen wir einmal hoch aufs Dach. Ja. Wir werden jetzt auch gleich sehen direkt warum. Das ist ganz, ganz kurz, aber wirkt auch total unscheinbar. Das kann man so leicht verpassen, aber es ist was. Hier oben steht jemand. Und zwar der Anton. I hate birthday celebrations. Ah! Anton, you're facing towards Zeiss. If you hate the birthday celebration, at least scream towards the capital. Farewell, my youth. My buddy Anton confessed to his favorite girl during the Queen's birthday celebration, but he was totally rejected in the bluntest way possible. Apparently he came here to erase those memories. So, das ist jetzt super unscheinbar, aber Anton und sein Buddy Ricky sind Charaktere, die wir extrem lange wieder treffen werden. Allein in diesem Spiel kann man sie wirklich an mehreren Orten treffen und man erfährt so ihre Reise und Anton ist halt ständig auf der Suche nach seiner großen Liebe. Und das Spannende ist, das eigentlich Coole daran ist, dass das absolut optional ist, aber wenn man denn später, und zwar, ich meine wirklich später, so in Trails of Cold Steel 3 oder 4 sogar erst, wenn man da bestimmte Nebenmissionen macht, tauchen diese beiden auch wieder auf, weil die reisen nicht nur durch Liebe, die reisen über den kompletten Kontinent. Und ich finde das so cool, man kann es komplett verpassen, aber man folgt nicht nur der Hauptgeschichte, sondern man bekommt auch so die Geschichte von Antons Suche nach wahrer Liebe mit. Und es ist irgendwie so schön. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Zumal ich glaube, ich habe das letztes Mal gar nicht zu Ende gemacht. Müsste ich mal gucken, ob wir da, also werden wir spätestens dann sehen, ob wir noch ein Achievement bekommen oder nicht. So, ein paar blöde Kämpfe mitgenommen. So, und das zweite, wir müssen jetzt zum Wolfgate. So, Wolfgate ist da unten. Wir haben den Canelia-Turm noch gar nicht gemacht. Wisst ihr noch, wo wir letztes Mal die gesamte Steppe da lang gelaufen sind? Da bin ich an diesem Turm komplett vorbeigelaufen, weil ich dachte, ja, da waren wir später nochmal richtig schön optional. Habe ich gar nicht gemacht. Da unten geht's nach Elmo, da wollen wir ja noch nicht hin. Kommen wir später, glaube ich, in der Nebenquest auch noch vorbei, keine Sorge. So, aber erst einmal, verdammt, das kann jetzt ein bisschen dauern, weil ich glaube, diese Schlangen-Dudes, die können ja auch so Kopien von sich erschaffen. Machen sie aber nicht, cool. Ja, dann ist das doch eine relativ kurze Angelegenheit. Auch gut, wenn das Gift 100.000 Mal mehr Schaden macht als, ja okay, ist jetzt übertrieben, als das, was sonst war hier. North Canelia Tower, Bureau of Monsters. Letztes Mal war das da, wo die Entführung stattgefunden hat. Falls diejenigen, die sich dran erinnern, da waren... Ich glaube, hier ist keine Kiste, oder? Kann man nicht drehen. Ich sag mal nein. Hier oben vielleicht? Wo Agathe vergiftet wurde. Das waren noch Zeiten. Diesmal völlig optional. Direkt 2 Truhen. Tiraban. Orbments, keeping your breath fresher longer. Ich liebe immer noch Truhen. Reviving Balm, was haben wir hier? You wonder if you could use arts to turn this chest into a small wooden bathtub. Water would probably be fine. Fire to heat it? Likely not. Ja, dann wird's nämlich abbrennen. Das wäre uncool. Keine. Hier schon wieder. I gave you everything I had to give and yet. EP Charge. Okay.
So. Okay, jetzt erstmal eine Truhe. Ruby Talisman. Okay. Da geht's hoch. Da geht's auch hoch. Ja, okay, runter ergibt auch keinen Sinn. Okay, hier geht's auch hoch. Wo geht's hier hin? Ins Nichts. Hier geht's weiter. Das ist ein Vogel und eine Truhe. Das ist schon mal gut. Ich hoffe ja auch einfach, dass das nicht so verwirrend ist wie beim letzten Mal, wo wir irgendwie 2 Etagen runtergehen mussten, wo man dann noch was gefunden hat, wenn man, deswegen habe ich es so ganz verschwurbelt, man musste einmal hoch und einmal runter gehen. Gehen wir mal nach rechts, oder? Na, geh mal rein. Ja, das sieht doch gut aus. Nee. Vogel. Ah, vielleicht ist das genau spiegelverkehrt, wisst ihr? Ja, es ist sehr schön. Sorry kid, I'm retired. So, da wurde ich einmal unterbrochen von der Katze, die da irgendwie Scheiße macht. Vielleicht hat sie auch Katzengras gefunden, ich weiß es nicht. Gut drauf ist auf jeden Fall. Wo war ich? Ich muss mich jetzt kurz wieder orientieren. Ah ja, genau, das war symmetrisch aufgebaut, deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass das hier dann einfach in den nächsten Stock geht. 3. Stock. Okay, hier sind Viecher in der Mitte. Gar kein Bock. Ich glaube, das ist ja auch von der Schwierigkeit her nicht so verkehrt, ne? Warte mal, bin ich jetzt 3. Stock? Ach, dann ist das, wo ich... Ah, okay. Okay. Das ist im Grunde genommen der Raum, wo wir gerade die beiden Truhen hatten, weil ich dachte so, kann doch nicht sein, dass hier so gar keine Truhe ist. Aber wahrscheinlich sind einfach nur diese beiden Truhen an der Seite da. Okay, bis jetzt ist der Dungeon deutlich einfacher aufgebaut als vorher. Ja, aber was nun? Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. In der Mitte geht's schon weiter. Da geht's nach oben. Da geht's nirgendwo hin. Also ich will ja noch nicht nach oben. So, ich klatsche die mal kurz weg. So. Tschüss. Bla bla bla, genau. Hier geht's nicht weiter. Da ist ein Vogel. Das ist die anspruchsvollste Etage aktuell. Ich hoffe, dass das nichts zu bedeuten hat. Oh, Olivier steigt gleich eine Stufe auf. Oh, Truhe. Action 2. What if our universe is a chest in someone else's universe and someone's going to open us up and take everything and just keep coming back? Ey, diese Truhen sind einfach so tiefgründig. Aber das war's, oder? Ah, ne, rechts waren wir noch nicht. Okay, dann gucken wir auch noch mal rechts. Da ist auch nichts. Das ist auch eine Treppe. Also es gibt 2 Treppen. Einmal rechts und einmal links. Also so östlich und westlich. Dann gehen wir erstmal hier rein, würde ich sagen. Ja, sehr schön. Blue Kashmir. I know it's not much fun to open an empty chest, but think about how much fun it was to open when it still had something in it. Memories. Ich mag das. Oh, aber schau mal an. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Die Frage ist halt nur, ist das jetzt auch wieder so symmetrisch aufgebaut? Das heißt, auf der anderen Seite könnte auch wieder eine Truhe sein. Ja, schau mal an. Das ist nämlich genau hier. Nee. Okay, hier ist die Truhe da unten. Meine Güte. Dann müssen wir jetzt oben hier rein. Dann können wir ja auch noch hier die Truhen an der Seite mitnehmen. Eieiei, das sind aber viele. Gut, dass wir immer noch völlig overpowered sind.
Dementsprechend können auch noch so viele sein. So, aber jetzt. Truhe Nummer 1. 5 Rings King. This chest is holding a beauty pageant with all its other treasure chest friends. With beauty on the... Ja, bla 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 bla. Wollte schon sagen. Nicht, dass ich wundere, ich nehme jetzt ganz früh morgens auf und mein Gehirn funktioniert noch nicht so richtig. Also, falls ich irgendwie mal Quatsch erzähle, wisst ihr warum? Ich wollte nämlich gerade sagen, irgendwie ist doch komisch, dass wir noch nicht so eine Monstertruhe hatten, aber da ist sie. Und das war's. Jetzt müsste doch Olivier eigentlich eine Stufe aufsteigen, oder? Nee, tut er nicht. Aber beim nächsten Kampf vermutlich. Attack 3. No freebies here, I'm afraid. Aber das war doch hier auch. Ja, wollte ich schon sagen. Da habe ich nämlich auch schon so einen Weg gesehen. Uiuiui. Kann ich nicht einfach kurz... Scheiße. Ich dachte, ich könnte damit alle erwischen. Naja. Bisschen Schwund ist immer. Versuchen wir es mal mit Olivier. Vielleicht hat der einen größeren Radius. Scheiße, ich verballer hier die ganze Zeit meine S-Craft. Das ist so peinlich. Dann lassen wir es jetzt. Ach, die hauen ja sowieso ab. Ja, dann tschüss. Zack. Weg. Ja. Perfekt. Geklappt. Olivier ist endlich aufgestiegen. Ah ja, das war aber auch nicht gut, ne? Nochmal Schuhe gefunden. You found a whole bunch of caterpillars. They're kinda crawly and gross. Gross? But they grow up into butterflies or moths. Moths are kinda gross too. EP charge. It's just empty now. So long. Please don't go. Aber zu spät. Warte mal, hier unten war noch eine Truhe. Red Jacket. Okay, aber das war's jetzt, oder? Da sind wir wieder auf dem Turm. Ach, diese Panoramenbilder sind echt cool. Und hier sieht man es auch wieder aktiviert, am Glühen. Wir können jetzt hier drauf nichts wirklich machen, aber ich finde die Aussicht echt toll. Das haben sie echt schön gemacht. So, dann wird es Zeit, den Turm wieder zu verlassen. In welche Richtung ist eigentlich wurscht. Aber jetzt können wir uns endlich dem widmen. Ich bin nicht noch... Warte mal. Ich glaube geradeaus. Einfach verdammt, das sind die ganzen Viecher. Genau. Und jetzt können wir uns endlich dem widmen, was ich eigentlich auch letzte Folge schon angesprochen hatte. Ich wollte jetzt ja endlich mal die Hauptstory auch weitermachen. Wir haben ja sehr, sehr viel Nebenkram gemacht. Und ich gebe zu, es ist jetzt auch wirklich wieder Zeit, mal Nebensachen sein zu lassen und der Geschichte weiter zu folgen. Also, auf zum Wolfgate und dann wollen wir mal schauen, was die so zu den Erdbeben, die in dieser Region passiert sein sollen, zu sagen haben, ne? Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Die werden mir bestimmt auch sowas sagen wie, ja, war kacke. Hat uns nicht so gefallen. Ah, warte mal, hier war ich noch gar nicht. Nach Truhen gucken. Ich glaube, hier können wir vielleicht sogar noch eine Truhe entdecken. Das wäre ja phänomenal. So, ich würde mal sagen, wir gehen so ein Stück nach Süden. Klatschen hier die Schlangelis weg. Hier vielleicht schon eine Truhe? Nein. Truhe sagt nein. Oh Gott, jetzt geht's mir aber gerade mit den Kämpfen auch ein bisschen auf den Keks. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man... Ich weiß, es ist schon ein bisschen her. Und ich schätze mal, wenn man alleine für sich ist, dann ist es auch nicht ganz so schlimm. Jawohl, Truhe. You have activated the staring contest. Verloren. Aber ich stelle es mir selbst alleine relativ nervig vor. Ihr merkt es jetzt da, wie viel man hier immer hängen bleibt. Und die Feinde, das muss ich ja sagen, es gibt ein paar Systeme,
wo das deutlich besser funktioniert. Also beispielsweise das Bravely Default System macht normale Standardkämpfe einfach dadurch, dass man seine ganzen Züge vorziehen kann, deutlich angenehmer. So. Hier war jetzt aber nichts. Aber auf der anderen Seite vielleicht. Immerhin ist dieses Gebiet nicht so groß wie die anderen, die ja doch deutlich weitläufiger sind. Das heißt, hier übersieht man so eine, so eine Truhe deutlich weniger. Für eine Folge, wo ich sage, hey, heute mal bei Story passiert ganz schön wenig Story. Es tut mir ein bisschen leid, aber irgendwie gehört es halt auch. Das ist halt das Spiel. Da, Truhe. Ha, das hat sich gelohnt. Softening Bar. You've already looted this chest. You might have forgotten. Forgotten? Kennst du nicht das Wort forgotten? It was wonderful. So, wir sind jetzt beim Wolf. Das ist zur Republik Kalvar. Ich bin super gespannt, weil ich jetzt gerade ja bei Trails into Reverie noch bin und da geht es ja nochmal so abschließend um Crossbell und das Erebonische Imperium. Und danach geht es das erste Mal in die Kalvadische Republik und ich bin unfassbar gespannt drauf. Ich kann mir das noch so gar nicht vorstellen. So der einzige Anhaltspunkt ist halt so die East Street aus Crossbell. Das könnte super cool werden. So, it's really peaceful here. I guess we don't need to worry about Calvert invading us and stealing our puppies or something, huh? Quite a difference compared to the Harken Gate. Of course, unlike my glorious fatherland, Calvert and Liebel are easy friends. And Erebonia has done nothing to deserve different? Tch. I imagine our relationship with Calvert has something to do with it. Although, beyond the gate is a mountain pass that would be difficult for a full army to pass through. That's why the gate is so small as well, as I recall. Ah yes, far different from the Harken Gate, which faces onto a great open road. The hell's with the chickens though? It's embarrassing. Oh, whatever, let's get to asking some questions. We should probably say hi to whoever is in charge first. Genau. Und das werden wir auch tun. Also wir werden jetzt erstmal reingehen. Hier sind überall Hühner. Genau. Wir werden auf jeden Fall erstmal gucken. Hier ist das Tor. Hier ist wahrscheinlich so das, ja, sieht aus wie, keine Ahnung. Ich schätze mal, also ich wollte eigentlich sagen, das sieht aus wie so eine Taverne. Das ist, glaube ich, auch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rechts rein. Das war ja auch, wenn ihr euch erinnert, bei was, Harken Gate tatsächlich? Ja, Harken Gate da mit General Morgan, da war ja auch in diesen Dingen. Nee, das ist die Taverne. Siehst du, dann wäre ich doch auf der anderen Seite richtig gewesen. Das ist ja verrückt hier. Hätte man aber auf der Minimap sehen können, weil der ist so türkis und das bedeutet ja immer, dass da, ne, was ist. So, Moment, kleinen Schluck in der Flasche, wie spät es ist. You're the braces the guild called ahead about, right? Here to investigate the earthquake from Miss Killiker said on the phone? Oh yeah, that's right. Wow, I keep forgetting how thorough Killiker is. She even keeps us on our toes every now and then. Anyway, we'll do everything we can to help. Cheers. To start with, how about you explain how the earthquake went down? Well, let's see. The earthquake happened 3 days ago at roughly 700 hours. The quake itself wasn't all that strong and it only lasted 10 seconds. Still though, earthquakes rarely ever happen around here. Some of my men are spooked, let me tell you. The part that spooked me though, once I contacted command at Leyston Fortress to report, they told you that no other part of the region had experienced an earthquake, yes? Exactly right, miss. And it wasn't just Leyston, even Sanctime Gate didn't feel anything, and they're practically up the damn road. I called into Zeiss and Alamo and learned they'd felt nothing either. Like Killiker said. Speaking of which, did you hear there was an earthquake in Zeiss too? Yeah, I heard about that. And that's the thing, we didn't feel so much as a wobble here. Localized earthquakes that only strike small specific areas? Not what I call the most natural thing in the world. Well, that covers the quake. Anything else happen that caught your attention aside from that? Like, did you see anyone strange?
No, I've heard no meaningful reports from my men. It's possible they saw something so minor they didn't feel they need to report it to me immediately, though. Feel free to ask them some questions, maybe jog their memories a bit. Sure, thanks, sir. Let's go talk to the gate guards. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Wir werden, warte, hier oben war doch auch einer, oder? Wir fragen jetzt einfach mal alle Leute ab. Was habt ihr zu erzählen? Do you need something? Yeah, we're with the Bracer Guild. We'd like you to help with our investigation. I don't mind, but please keep it short. Genau, jetzt fragen wir nochmal. Earthquake, you mean the one 3 days ago? The day the earthquake happened was just a normal day. If anything suspicious had happened, I'd have reported it long ago. Okay, er weiß es auch nicht. Dann weiter. Weiter zur nächsten Wache. Kannst du uns vielleicht helfen? Oh, er kann uns wirklich helfen. Private Brian. Sup. We're from the Bracer Guild. I hope we're not disturbing you, but could you answer some questions? Sure. So, jetzt fragen wir ihn wieder, was ist mit dem Erdbeben? Odd things, huh? I was checking the light blocking abilities of my head when the quake hit. I thought the chief was yelling at me at first. But no, I didn't see anyone around. I mean, I thought it was a prank at first, not an earthquake. Wasn't really all that strong. This isn't so much a strange occurrence as it is an admission that you're awful at your job. But to sleep standing? That is a rare skill, Estelle. I, however, can consume an entire full-course meal while asleep on a sofa. Why the hell are you trying to brag about that? So, was there anything else you can remember at all? Actually, Henning said he saw something weird, but... Something weird? Well, this was the day before the earthquake, mind you. One of the other guards here, Henning, asked if anyone passed through the gate. When I told him I hadn't seen anyone, he just shook his head. Well, that's curious. I wonder what that was about. He might be able to tell us something. Let's go talk to this Henning guy. Okay, also eine Wache hat auf jeden Fall was gesehen. Die da oben war es nicht. Der war es auch nicht. Vielleicht ist ja hier noch eine drin. Bist du eine Wache? Nö. Hier oben vielleicht? Ja, da ist noch eine. Perfekt. Scheint richtig zu sein, weil wegen den Balken. Oh, hello. What is it? Hey, we're from the Bracer Guild. We've got a couple of questions about that earthquake a few days back. Well, yeah, I gotta say, it was a surprise. First time I've ever been in an earthquake. I had no idea what was going on. So what did you want to know? So the thing is, we talked to Bram and... blah 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 blah. Alright, that. Yeah, I did ask him that. You asked if someone had passed through the gate? Yeah, let me explain. So 4 days ago, I just finished my watch and was going off duty. Just as I was leaving though, I saw a weird man coming up the road. A weird man? Was it a man garbed in white with a mask perchance? A mask? No, he wasn't that weird. It was a tall guy wearing a black suit. He also had these black glasses on. Aha, von dem haben wir doch im Tunnel schon gehört. Ich glaube immer mehr, dass wir das im Tunnel mitbekommen haben, war unfassbar gut. Voll gut. Voll gut. Black glasses, those could be sunglasses, right? Yeah. They're pretty rare still, so it's likely the same guy. Sunglasses, huh? Anyway, just before I went on break, I saw him coming up the road. Most of the travelers who pass by here stop in at the bars, so I figured I'd see him inside. I take it he didn't? Yeah, that's the thing. He didn't show, so I asked Bram, and he said nobody passed through. And he's a lazy slob, but he ain't so bad at his job that he'd just let a stranger pass through without checking. Huh. Perhaps he had business at your barracks? He may have spoken to your commander, for example. See, I was pretty curious at that point and asked the commander, and he said nobody been in there during that time period either. So I have to wonder, what happened to that guy I saw? Doesn't seem like he came through. Okay, this is really suspicious. We should tell Killicow about this. Yeah, no question. Thanks for sharing all this with us. Hey, my pleasure. I feel better having gotten it all off my chest. Ja, dann, haben wir eigentlich alles, oder? Also wir können ihn zwar nochmal fragen, ob er irgendwas gesehen hat, aber blablabla. May I have a moment? What is it? So, Bracer Guild to help you. Es sind keine Balken, deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen schneller durch.
Sorry, I can only remember the earthquake itself. Heck of a surprise. Okay, er hat auch nichts. Nothing particular. Okay, nee. Nee, er hat auch nichts. Aber wie gesagt, das waren ja auch keine Balken. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass er nichts Interessantes mitzuteilen hatte. Wenn doch, tut es mir ein bisschen leid. Sagen wir meinem Chef hier Bescheid. Hello again. Were my man helpful? Actually, yeah. Genau, jetzt erzählen wir das noch. So Henning saw a suspicious man. Hard to think he has something to do with the earthquakes, but he sounds suspicious regardless. I'll report this to command at least. Yeah, thanks. Alright, think that about wraps it up. Let's go back to Kilika and tell her what we know. Ja. Würde ich auch sagen. Ich glaube, das war's. Oder? Ich wüsste nicht, was wir jetzt noch machen sollen. Also, wir haben ja alles rausgefunden. Können wir mal reingucken. Question is now back to the guild. Ja, dann gehen wir zurück zur Gilde. Aha. Hey, you lot! Good, I made it in time. What do you mean, sir? Has something happened? I contacted Leighton about what we talked about previously and heard something surprising. I figured it was up to me to let you all know. Surprising what now? Wait, don't tell me. Yeah, there was just an earthquake at the Sanctheim Gate. What? Ey, sie sagt wirklich what? Hearing this, Estelle's group rushed to Sanctheim Gate. Oha! What the hell is with you full braces? Can't you see we're in the middle of cleanup after the earthquake? If you have to nose around, I'd prefer you do it later. Sorry, sir, but this is our job. We won't get in the way of the cleanup. Do you mind if we do a little questioning? If headquarters hadn't ordered it, I tell you a lot to clear out. I've got some urgent business to take care of. You can get the details from my second-in-command warrant officer Talbot. He's in the storage area over there cleaning up. Okay, we'll talk to him. Thanks. Just make damn sure you don't interfere with any actual work going on here. Genau, und jetzt macht er halt weiter. Aber wo ist das warehouse? Whoa, it really is kind of bad in here. Do you think we should help out a little? I mean, just to be friendly? To be honest, I'd keep your hands to yourself. This is a military facility, remember? There might be secret documents or something scattered around that we aren't supposed to see. Yeah, good point, I guess. Still, this is quite a bit more damage than the city of Zeiss earthquake, isn't it? That didn't cause nearly as much of a mess. The ferocity of the quake should be a primary line of inquiry then, as well as asking about our mystery man. Yeah, that guy in the sunglasses. Well, first things first, let's talk to the second-in-command guy. Okay. Dafür müsste ich das Warehouse erstmal finden, oder? Was ist das hier? Das sind die Baracken. Oh, warte mal, da geht's noch weiter. Da ist er. Fragen wir ihn mal. Crap, this is going to be such a pain to clean up. They'll have my hide if it isn't done by nightfall, though. Excuse me, sorry just to disturb you. And you are? Jetzt stellen wir uns vor, berichten. I see, thanks for the concern, even if Dale doesn't share my thanks. So, you want to know what the situation was like when the earthquake happened, right? Yeah, in as much detail as you can give us. Understood. The earthquake began at roughly 1300 hours, 2 hours ago. The earthquake lasted around 30 seconds and was strong enough to knock down big piled up boxes. Wait, so compared to the quake at the Wolf Fort? What made this earthquake different from the one at the Wolf Fort? The shaking was stronger, it lasted longer, yeah, beides. Yes, the entire earthquake was worse, stronger and longer lasting. And then there was that one in the city, that'd fall about in the middle, I guess. Meaning then that the quakes are getting more powerful each time. That's kinda bad, isn't it? The situation does seem to be worsening. But these are natural occurrences, I don't see how we could stop them. I don't suppose the Bracer Guild has any ideas?
Well, we're not really sure yet, but we're pursuing a few leads. Speaking of which, did anything weird happen before or after the earthquake? Like, were there any suspicious people walking around? Suspicious people, huh? Come to think of it, Chesley mentioned something about a strange man yesterday. He's cleaning the roof if you want to hear the details from him. Ja. Das machen wir doch mal. Beziehungsweise ich überlege gerade, ich habe gerade so überhaupt kein Zeitgefühl. Aber... Ne, hier ist er nicht. Ja, okay, ist aber auch nicht das Dach, ne? Hier geht's zum Dach. Schaut mal an, wen wir hier wieder haben. Boy, that was scary. I almost fell. This guy had climbed atop the wall when the earthquake hit. He was so shocked by the shaking he almost fell. Had the earthquake been any stronger, he might have really fallen. At least you're lucky in one way, Anton. Ja, so kann es für mich gehen. Ich habe mich auch gerade gedacht, so, hey, war Anton nicht oben, wenn der runtergefallen ist? Aber dass er nicht tot ist, ist ja klar. Genau. Das müsste er sein, ne? Huh, who are you guys? You're Private Chesley, right? We're with the Bracer Guild. Mind if we ask you about the earthquake that happened a little bit ago? Now, jetzt reden wir mit ihm. Alright, that guy from yesterday. I don't know if he has anything to do with the earthquake, but I did see a tall man with black sunglasses. Schon wieder. Also so langsam ist es kein Zufall mehr. Sir, did you see what this man was doing? Well, he seemed like kind of a tourist, really. Looked at the scenery for a bit, then came down. He sort of caught my attention since you don't see glass like this often. He didn't say anything to me and walked off, though. I didn't have a chance to talk to him. Okay, did anyone else see this guy, maybe? You know, that's where it gets weird thinking about it. I brought the guy up at the dinner since he was kind of weird, but practically nobody else even saw the guy. The only one who remembered seeing him was Tammy, who works in the mess hall. Like the Wolf Fort, this gate sees quite a bit of traffic, and yet despite this, there are only 2 witnesses? How wonderfully spooky. All the more reason to see what the girl has to say. You said Tammy's in the mess hall, right? Thanks, Chesley, you were a big help. Ja. Okay. Dann werden wir das tun. Ihr beiden seid immer noch lustige Kasperls. Mess Hall, also beim Essen. So, dann spulen wir mal ein bisschen vor, ne? Ein bisschen schneller, damit wir diesen ganzen Weg hier nicht die ganze Zeit hin und her laufen müssen. Das sieht nicht aus wie die Mess Hall, sondern das hier. Da waren wir eben einmal schon. So, bist du Tammy? Phew, all clean again, thank the goodness. Oh, you're Tammy, right? We're from the Bracer Guild. Mind if we ask you a couple questions? So, jetzt fragen wir mich wieder. Oh, him, yeah. I passed by him on the 2nd floor on the hallway yesterday. I think he was coming down from the roof. That would match what our soldier friend said, yes. Did you exchange any words when you passed? Well, I did say hello. He just kinda grinned in response and said, yo. Oh, just thinking about it makes me all tingly again. He was so wild. Okay, sie ist eindeutig extrem verliebt. So, what's that supposed to? This guy was a bit taller than your friend. He had his dark suit, but opened really casually at the chest, right? He looked amazing in it. Oh, and he was wearing a pair of black gloves, I think. So, sunglasses, dark suit, and black gloves. Right. This guy might as well wear a sign on his head saying, I'm a sinister. Be suspicious of my evil ways. Well, I wouldn't say suspicious, he just had a sense of danger about him. You know, the dangerous tough guy charm, right? Okay, so you just passed by and said hi and didn't see him afterward, right? Yeah, unfortunately. Chased after him a little bit. I thought we could get to know each other anyway. I lost track of him in a weird way. Weird way? How so? It'll be easier to show. You follow me. Excuse me, Sanders, can I step out for a moment? Yeah, go ahead. Just be back before the dinner rush. Okay, wohin führst du uns? So this is where I passed him right here.
He went walking in this direction. I turned to follow him after a moment, figured I'd chat with him, right? Okay. When I turned, I saw the door over there closing. So I thought he must have stepped out. Here's my chance to talk to him before he leaves. So I followed him, but... Ja... Was passiert jetzt? It's a dead end. By the time I screwed up my courage and came out, he was nowhere to be seen. In other words, I lost him, but I lost him here. Lost, but wait a sec. How is that possible? This is a dead end, isn't it? Yeah, there's no way he could have jumped down from this height. I figured I made a mistake and thought he went elsewhere. I looked all over sometime for him, but I never saw him. Kinda makes me want to jump off the end there. I missed my chance. Ah, you poor kitten. If it would please you, I could help you forget such a lesser man. Knock it off. No one deserves that kind of trauma. Anyway, think we have a pretty good idea of what happened. Thanks, sorry I had to drag you out here. You're welcome. Is he some kind of wanted man? A super skilled, cold-blooded assassin on the run from the Bracer Guild? I don't know about that, but he's definitely a dangerous guy. Look, if you see him again, don't go near him, okay? Trust me. But he's so cool. Oh well. Anyway, I've got some things to prepare, so excuse me. Keep up the good work, everyone. There's no way he could have jumped down from this height, huh? Still, does that remind you of anyone? Yeah? Lawrence! Ja, ich wollte gerade sagen, das haben wir schon mal erlebt. That silver-haired monster who jumped off the top of Gransel Castle. That man we know as Lawrence. If the other ones are like him, I think they could jump from here and survive. Yeah. Don't think there's any doubt about whose our sunglasses guy is now. Another enforcer of Ouroboros, just like the Phantom Thief then. No doubt about it. We're definitely done investigating. Let's get back to the Guild House. Aber nicht, bevor wir noch einmal nach oben gehen. Jetzt muss ich mal selber überlegen. Hier lang? Genau deswegen. The birthday celebration comes and all I have to show is a broken heart. Then an earthquake comes and all I get is nearly dying. How pitiful. I haven't even the will to stand up. Ah, Ricky, tell me, what on earth is the meaning of my existence? Anton, it's pretty clear what your raison d'etre is right now. Yes, you are a roadblock. Also diese Geschichte ist so großartig. Naja, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall hier fertig und werden jetzt erst einmal zurück nach Zeiss, denn wir haben jetzt ja ein bisschen was zu melden. Wir haben ja ordentlich was rausgefunden, nämlich dass es sehr höchstwahrscheinlich was mit Ouroboros zu tun hat. Ich meine, okay, das hätten sich jetzt alle, die dieser Spielreihe ein bisschen folgen, schon längst denken können oder auch längst gedacht, aber für uns, beziehungsweise für die Figuren, ist es natürlich wichtig, das erst einmal festzustellen. Man kann ja nicht einfach sagen, ja, das war Ouroboros, ohne irgendeinen Beweis dafür zu haben. Und deswegen werden wir jetzt reporten. Tita, Professor, what you doing here? Oh, Stella, I got it. Ha, perfect timing. We finished investigating the earthquakes, so what are these hunk of junk? Junk? How rude. These are the little things I promised you earlier. We can get to that in a moment. First, you did, I assume, investigate the Sanctime Gate earthquake. I'd like to hear what you discovered both there and at the Wolffall. Right, okay, so. Jetzt lernen wir alles. So the earthquakes grow stronger with each occurrence, huh? This is quite serious, assuming the rate of growth you describe is constant. Yeah. One even stronger than the Sanctime one hitting the city would be really, really bad. And the man in the sunglasses seen at all three locations. I would say it is all but certain that man is an agent of Ouroboros. Given that, I think helping Professor Russell with his experiment is in our best interest. An experiment? What, with this junk? Precisely so. These are septum vein measuring instruments I developed years ago. When placed properly on the ground, they can monitor the flow of a septum vein in real time. Also ihr müsst euch vorstellen, septum veins ist so wie die Lebensart des Planeten. Ich glaube, irgendwann hatte ich ja schon mal so ein bisschen erklärt, woraus
alles ihre Kraft bezieht. Und das ist halt da ist die magische Energie besonders hoch, also worauf auch Septims ihre Magie, also die Ornaments ihre Magie rausnehmen. Das ist halt, kommt alles von diesen Venen. Und die muss man sich halt vorstellen, wie so das Nervensystem des Planeten und wo die langlaufen. Das wird später noch sehr, sehr wichtig. Aber stellt euch das vor wie die Venen des Planeten. Und da ist halt die magische Kraft am größten. Und deswegen findet man da auch meistens stärkere Wesen. So, genau. Septium, I know I already asked this question, but what's a septium vein? They're huge veins of septium ore that run deep beneath the surface of the Earth. The energy flowing around them slowly moves the surface. In the distant past, they were referred as both earth veins and spirit veins. And I believe in the distant east, they're currently called dragon veins, no? Very knowledgeable, just so. The peoples of the East have built their greatest cities on places where dragon veins converge since time immemorial. Das ist auch mal spannend, weil hier wird ja schon darüber gesprochen, dass die Städte auf diesen Spirit Veins auch gebaut werden. Ist übrigens im Norden so nicht anders, in Erebonien ist das auch so. Aber bin ich mal gespannt, ob sie das auch irgendwie wieder aufgreifen, denn das möchte ich im zweiten Teil schon, das ist ja irgendwie 10 Spiele erst später wieder. Wichtig, mal interessant. So, the ideal has always been to gather the energy of the land and use it to give strength to the nation. Okay then, I learned something. So this device can stop earthquakes then? No, I'm afraid not. This will only monitor the flows passively. However, one leading theory is that the earthquakes are caused in part by septium vein flows bending the earth. If we monitor the veins, therefore we may be able to discover something about what's causing these blasted quakes. Let's see. That means we need to make sure to set these up before another earthquake occurs. Right, so 3 devices means 3 places you have in mind, right, Grams? I do. Take a look at the map. So I need you kids to set these up in 3 locations in this region. Firstly, on the northern trap plains, where the stone circle is specifically. Okay. Next, smack dab in the middle of the Chaldia tunnel. From here, it's near the first bridge. Okay. And finally, in front of Leyston Fortress. Here, here, and here. That's where I need you to place these devices. Okay, I've got all that down. So do we just need to set them on the ground? I'm afraid it isn't quite that easy. You'll need to insert the sensor needle into the ground at the right angle and also tune the antenna. An antenna? A transmission device, you mean? So these devices will transmit blah 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 blah. You're sharp. The antenna will send the data to our calculating augment the capel, so we can easily analyze the septium veins movements. With a capel, we can monitor all 3 locations at once. Sounds pretty cool, I guess. Will you be coming with us to help set this stuff up, Professor? No, I need to prepare the capel for all this. Tita knows what to do. She can go with you. I get to work with Estelle again. Alrighty, Tita's worth her weight in mirror anyway. Agatha, you have no compliments, right? With a look like that, no. Just don't daydream too much while fiddling with the machine's short stuff. Feel like if we left you to it, you wouldn't even notice monsters until you were actually in their mouths. Oh god, you're mean. But you saved me if that happened, right? Brat. Tita cuteness 1, Agatha 0. Well then, I need to start tuning the capel. Once you've placed all the measuring instruments, head to the operations room in the central factory. Will do. Okay, damit ist ja unser nächster Auftrag klar. So we need to get all, genau, let's go do it. Our group's here getting a little crowded. Might be a good idea to keep someone here as backup and to make sure we don't go walking around with an army. Ah, genau, das ist... Oh, später könnt ihr so viele Leute mitnehmen. Die sind dann halt meistens nicht aktiv in der Party. Also es können immer nur 4 aktiv sein. Aber ihr habt so viele Backups. Hier können wir nur 4 mitnehmen. Ganz grundsätzlich. Die müssen wir mitnehmen. Ich würde sagen, wir nehmen noch Chloe mit, einfach weil sie Level 90 ist. Einfach, aber... Well then, I shall while away my time upstairs. Should you require a genius help, you need but say the word. Das ist sehr interessant. Das hatte ich völlig vergessen, dass das hier noch so ein Ding ist, dass man nicht alle mitnehmen kann. Weil sie ja auch hier noch alle hinter einem herlaufen. Das wird natürlich dann irgendwann zu voll. Hier war das noch nicht so. Okay. Is there any order we should tackle that in? Genau, I will have a contact list ahead of you if we explain our circumstances. Okay. Time to move out then. Okay. Ach genau, wir können natürlich erst einmal Tita ihre viel, viel bessere Waffe geben. Eine bessere Jacke.
bessere Schuhe und auch natürlich hier. Okay, das war jetzt Quatsch. So, das aber. So, und es gibt doch bestimmt, ja, wollte schon sagen, Part Search, Element the Peeping Tom, Treadline Monster Trail und Salted Army Road Monster. Und damit wisst ihr auch schon genau, was in der nächsten Folge auf jeden Fall auch passieren wird. Wir werden natürlich wieder erst einmal die Nebenquests absolvieren. Wir sind, glaube ich, dieses Mal auch nicht ganz so umfangreich und das kriegen wir ganz gut hin. Aber wir haben auch einen Masterplan. Wir wissen jetzt ganz genau, wir müssen diese Geräte aufstellen, um zu messen, was mit den Spirit Vents, also mit diesen den Venen des Planeten, mit diesen Energievenen los ist. Die werden noch später sehr, sehr wichtig. Also wie gesagt, ne, stellt euch das vor, da läuft so ein Energiestrom lang und der beeinflusst halt auch einfach die Reaktion der Orbments etc. So, ja, so ganz grob gesagt, später wird das noch besser erklärt, als ich das könnte. Und ja, vielen Dank fürs Vorbeischauen und beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen actionreicher. Bis dahin, tschüss!